Hallo und herzlich willkommen endlich zum Red Meteonica Guide auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe es schon im letzten Guide gesagt, im Meteonica Guide, ja, dass ich einfach irgendwie nicht dazugekommen bin. Aber der andere Guide rein von der Mechanik her eigentlich schon relevant war. Trotzdem, und auch wenn ich immer wieder auf diesen Guide verwiesen habe, also rein von der Mechanik her und so und von dem Timing und wie man ihn lernen kann, sozusagen die Mechanik, was ja auch echt nicht kompliziert ist, wenn man es einmal einfach weiß, dann ist es eigentlich super simpel. Bisschen RNG ist natürlich in diesen Meteo-Fights immer noch mit drin, über das ich mich auch regelmäßig aufrege, aber naja, das ist halt RNG. Wenn man das nicht möchte, muss man halt, naja, ein paar Sachen beachten. Ja, jedenfalls sprechen wir jetzt kurz über Red Meteonica. Also, Red Meteonica, wo findet man ihn? Am Ende des Volcano Dungeons, ganz hinten. Bevor wir uns auch genauer angucken, was die Voraussetzungen sind, hier nochmal der Hinweis. Wenn ihr irgendwie mal Probleme mit einer Quest habt, weil das jetzt wieder ein top aktuelles Thema war, oder ihr findet irgendwas nicht, ne? Es ist ins Game eingebaut. Helfer, Webwiki. Ihr müsst nicht mal auf eine externe Website gehen. Also ich meine, technisch gesehen ist das ja eine externe Website, aber sie ist ins Game integriert und kann man hier das Pop-up öffnen über Webwiki. Und dann zum Beispiel kann ich einfach nach Red Meteonica suchen. Dann kommt hier Red Meteonica. Ich bin an der Quest interessiert. Das heißt, ich scroll so lange runter, bis hier Related Quests kommt. Dann klicke ich hier drauf. Dann ist das hier Red Meteonica. Gut. Ich will jetzt aber nicht nur die eine Quest oder die Endquest haben. Ich will zum Beispiel wissen, wo startet die Quest denn? Dann gehe ich hier rechts auf die Quest-Übersicht, klicke auf 1. Dann sehe ich brauche Level 117. Und der NPC steht ganz am Anfang. Also ich stehe hier gerade, ganz am Ende. Und das ist ganz am Anfang, wenn man sich reinportet. Hier steht der NPC 1. Und dann, wenn ich wissen... Oh, okay, das war jetzt Macht der Gewohnheit. Auf jeden Fall, ihr versteht, was ich meine, ne? Also es ist super simpel. Und ja, ansonsten, ich habe sehr viele YouTube-Videos, wo ich eigentlich alles irgendwie schon mal gemacht habe, was im Spiel vorkommt. Vor allem PvE-Content. Da kann man natürlich auch suchen. Aber natürlich sind meine Videos teilweise gecuttet und so, dass ja, die in Anführungszeichen langweiligen Stellen draußen sind. Das heißt, nicht unbedingt jeder einzelne Pixel, der vielleicht für euch relevant ist, ist denn in den Videos drin. Kommt halt drauf an, was man sucht, ne? Deswegen zur Not immer Webwiki oder auch andere Wikis, ist ja egal. Man muss ja nicht Fleißipedia benutzen, wenn man es nicht mag, ist ja Wurst. Aber auf jeden Fall, ja, you get what I'm saying. Also, wenn ihr das rausgefunden habt, wie die Quest funktioniert, wo ihr die NPCs findet und wenn ihr am letzten Teil der Quest eingekommen seid, das ist auch die Eintrittsbedingung. Lustigerweise sorgt auch immer wieder für Verwirrung, ist die Minimum-Autoren-Level, heißt es auf Deutsch, also der Typ, der den Dungeon öffnet, muss 120 sein. Und muss die Quest abgeschlossen haben, beziehungsweise braucht die Quest der Red Meteonica, also man muss sie nicht abgeschlossen haben, sondern muss sie erhalten haben, also muss sie angenommen haben. Und das Lustige daran ist, dass die Quest für 119 ist, man selbst muss aber 120 sein, um in den Dungeon reingehen zu können. Das heißt, du hast zwei Bedingungen. Die eine ist 120 und die andere ist 119. Das heißt, mit 119 geht es gar nicht, du musst 120 sein. Das ist ein bisschen dämlich. Einzige Ausnahme ist, wenn dich jemand reinlässt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit 165 den Dungeon öffne und jemand anders ist 119, dann kann er natürlich mit rein. Dann könnte auch jemand auf Level 1 theoretisch mit rein. Also praktisch nicht, aber theoretisch. Wenn er einfach nur hier steht und mit mir in einer Party ist. Das ist auch das Stichwort, es ist ein Party-Dungeon, kein Gilden-Dungeon, hat nur einen Eintages-Cooldown, also man kann ihn jeden Tag machen. Man kann ihn auf Solo herausfordern, darauf will ich aber gar nicht eingehen, weil es einfach sinnlos ist. Droprate ist so extrem minimiert. Ja, auch die HP und ATK und so weiter sind extrem minimiert, aber er wird halt einfach nichts droppen. Ich meine, die Droprate bei Red Meteo auf den originalen Servern, also auf den normalen Servern, ist sowieso schon furchtbar schlecht. Selbst auf FEC ist sie nicht besonders gut. Und wenn du ihn solo machst, wirst du einfach so gut wie niemals irgendwas droppen. Es ist einfach Zeitverschwendung, ehrlich gesagt. Das würde ich euch einfach nicht empfehlen. Ihr habt 1 Stunde Zeit für den Dungeon. Und wenn ihr reingeht, habt ihr noch 1 Minute Vorbereitungszeit und dann eben 1 Stunde Bossfight. Man muss nur Red Meteonica töten, nichts anderes. Genau. Und ja, was die Mechanik angeht, das erkläre ich dann gleich beim Bossfight nochmal. Aber wie gesagt, das ist 1:1 die gleiche Mechanik wie vom normalen Meteonica im Dekans Mine Dungeon. Kommen wir also zu den Voraussetzungen bzw. Empfehlungen. Eine der Mechaniken, wie eben schon im anderen Guide erwähnt, ist dieser in Anführungszeichen random One-Shot. Also er ist technisch gesehen nicht random, aber ob er euch one-shottet oder nicht,
das ist schon random. Also der Schaden, den der Skill macht, der variiert sehr stark. Der kann mal nur 1000 Schaden machen, vor allem wenn man ihn blockt. Er kann aber auch 25.000 Schaden machen. Bei Red Meteor ist es halt einfach nochmal viel mehr Schaden als beim normalen Meteor, einfach weil Red Meteor halt das stärkere Monster ist. Und das Nervige daran ist halt einfach, man kann es halt nicht wirklich predikten. Und als Damage-Dealer ist zu 100% zu überleben, sag ich mal. Also predikten kann man es technisch gesehen schon. Und man kann auch schnell genug reagieren mit Barrier of Life, theoretisch. Aber ich meine damit predikten, wie viel Schaden der Skill macht, das meine ich damit. Also du weißt nicht, ob du jetzt stirbst oder nicht. Und wenn du zu 100% nicht sterben wollen würdest, und einfach immer safe sein wollen würdest, ohne irgendwas predikten zu müssen oder ohne Barrieren zu müssen oder ohne irgendwas zu machen zu müssen, dann bräuchtest du einfach so viel HP, das ist für einen Damage-Dealer unrealistisch. Einfach aus dem Grund, dass man ja als Damage-Dealer normalerweise eben nicht wirklich auf HP geht. Man benutzt normalerweise eigentlich auch kein HP-Pad für sowas und so. Entsprechend ist dieser Guide jetzt hier wieder an die Leute gerichtet, die ihn halt zum ersten Mal machen wollen. Das heißt, auch diese Voraussetzungen gar nicht erreichen würden, ähnlich wie bei Meteonica. Und meine Philosophie ist, wenn ich einen Boss fighte und damit Geld verdienen möchte, also ich bin auf die Drops aus, dann nehme ich halt auch mal ein paar Tode in Kauf, ja. Solange man jetzt nicht bei jedem Auto-Attack stirbt, sondern wirklich nur ab und zu mal, höchstens vielleicht sagen wir 5-mal pro Fight, dann nehme ich das trotzdem im Kauf. Normalerweise verlierst du 0,3% mit Max Res pro Tod. Und ich meine, ich tausche gerne Prozente, für die ich keine 5 oder 10 Minuten leveln muss, ein gegen Drops im Wert von hunderten Millionen. Natürlich ist Sterben immer ein bisschen Moodkiller, also Stimmungskiller, man ist danach natürlich immer ein bisschen sauer, vor allem wenn es ein paar Mal hintereinander passiert direkt oder so. Das ist natürlich ganz normal, geht mir auch nicht anders, aber naja, ich meine, wie gesagt, man muss halt irgendwo auch Abstriche machen können, vor allem wenn man eben zum allerersten Mal diesen Boss besiegen will und einfach nicht das beste Equipment hat und gar nicht die Voraussetzungen hat, um den jetzt einfach so alles zu face-tanken, einschließlich Schmelze vielleicht sogar. Das ist einfach unrealistisch. Also, es gibt 3 Schwierigkeitsgrade, leicht, mittel, schwer. Ich würde euch empfehlen, grundsätzlich ihn nur mit Bloody-Waffen herauszufordern, weil sich permanent zu healen ist echt nervig. Außerdem verliert ihr unfassbar viel Damage, wenn euer AM die ganze Zeit mit Healen beschäftigt ist. Weil ihr zum Beispiel keine Bloody-Waffen habt, sondern noch AG. Mal ganz davon abgesehen, dass auch der Schaden mit AG-Waffen wesentlich schlechter ist. Verliert ihr einfach extrem viel DPS durch fehlendes HC. Und würde ich euch einfach nicht empfehlen. Ich würde euch empfehlen, 135er Set sogar zu tragen und Bloody-Waffen. Also ab 135 mit Bloody-Waffen sollte jeder in der Lage sein, Red Meteor locker, zumindest auf Easy, solo farmen zu können. Das ist ein Fakt. Habe ich auch ausprobiert mit einem Jester, einem der schwächsten Damage-Dealer im Game. Jetzt auf dem FEC, auch nicht mit wirklich weit entfernt von sehr gutem oder perfektem Equipment. Free-to-play und es hat einwandfrei funktioniert. Jester kann man sogar behaupten, hat sogar ein paar Vorteile wegen höherer Blockrate durch Perfect Block als andere Klassen. Aber grundsätzlich dafür wiederum weniger Schaden, also der Kampf dauert länger, also wieder höheres Potenzial dafür öfter zu sterben. Egal. Also 135er Set mit mindestens Wasser plus 7. Warum Wasser plus 7? Naja, weil das relativ günstig und einfach zu erreichen ist. Und eben Bloody-Waffen. Wenn ihr das habt, sollte es eigentlich klappen. Dann würde ich für Easy empfehlen, mindestens 13 KP. Jetzt denkt ihr euch, hä, 13 KP ist ja voll wenig. Wie gesagt, 13 KP ist so kalkuliert, dass ihr durch seine Auto-Attacks nicht sterben könnt. Durch seine Skills jedoch schon. Das bedeutet, ihr müsst die Schmelze dodgen, was ich euch gleich zeige, wie es geht, wie ihr es predikten könnt. Und der One-Shot-Skill, der Stun-Skill besser gesagt, der 2-mal pro Minute kommt, also im Schnitt 2-mal pro Minute kommt, der kann euch halt auch killen, wie gesagt. Das ist der in Anführungszeichen RNG-Faktor. Auf Mid würde ich euch empfehlen, mindestens 15k. Wie gesagt, mit 135er Set, Wasser plus 7 und Bloody-Waffen. Und auf Hard würde ich euch eigentlich empfehlen, um die 20k. Wenn ihr jetzt euch denkt, okay, die HP-Werte sind jetzt nicht allzu hoch, aber ich erreiche sie trotzdem nicht. Wie erreiche ich sie? HP-Pad. Das einfachste und mit Abstand günstigste, langfristig gewisse HP-Werte zu erreichen, ist ein HP-Pad. Ich habe zwar gerade gesagt, natürlich will man eigentlich kein HP-Pad benutzen, aber wir reden hier von Leuten, die es zum ersten Mal farmen wollen, Free-to-Play etc. Ja, das ist wahrscheinlich eure einzige Möglichkeit, neben natürlich Power-Ups. Ihr könnt natürlich auch Power-Ups benutzen, aber Power-Ups sind langfristig wesentlich teurer als ein HP-Pad. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel 100 mal Red Meteor machen wollen würdet, kauft ihr einmal ein HP-Pad für ein paar hundert Mio. Im Unterhalt kostet euch es so gut wie gar kein Geld, weil wenn ihr es nur für Red Meteor benutzen würdet, würde euch ein Pad Candy wahrscheinlich über einen Monat halten. Oder, naja gut, über einen Monat vielleicht nicht, aber ein paar Wochen wahrscheinlich. Und
Power-Ups für 100 Red Meteoricas würden wahrscheinlich 3- oder 4-mal so viel kosten wie das HP-Pad. Also langfristig ist so ein Pad immer eine sehr gute Investition und die sind verhältnismäßig auch echt günstig geworden. Also die kann man sich auch locker Free-to-Play und locker mit einem kleineren Geldbeutel verdienen. Muss ja auch kein gigantisch krasses Pad sein. Ich sag mal so 2 bis 3K soll es sein. Also eigentlich um die 3K sagt man. Alles drunter ist fast schon Reroll-Pad. Das würde ich euch empfehlen. Und mit diesem 3K HP-Pad sollte man easy auf zumindest die HP-Werte vom Leicht, also von 13K kommen. Und mit und hart mit 15 und 20K gut. Das ist natürlich wieder ein bisschen schwieriger zu erreichen. Aber es reicht ja, wenn ihr den Dungeon überhaupt erstmal auf Leicht farmen könnt. Weil die Drops sind tatsächlich auf allen Schwierigkeitsgraden nicht wirklich so anders. Also ich habe Red Meteor lange auf schwer gefarmt. Ich habe ihn sehr viel auf Mittel gefarmt. Ich habe ihn auch schon einige Male auf Leicht gefarmt. Und gefühlt droppt er immer gleich, no joke. Also man kann auf jeder Schwierigkeit heftig reinlacken. Ich habe alles schon erlebt. Triple Drops auf jeder Schwierigkeit. Also es ist, keine Ahnung, spielt bei Red Meteor gefühlt keine allzu große Rolle. Ja, und wenn ich nichts vergessen habe, was ich hoffentlich nicht getan habe mit diesem sehr langen Intro, sorry dafür, aber ich rede einfach gerne Kappa, dann sind wir ready tatsächlich. Leider habe ich tatsächlich auf meinem Formset gerade Blitz plus 10. Mein Blade hat aber auch so einfach 13.000 HP. Und wir standen jetzt auf Easy und hoffen einfach, dass es trotzdem reicht, auch ohne Wasser auf der Suit. Ich werde auch nicht den ganzen Kampf mit aufnehmen. Ich werde jetzt nur die Mechaniken erklären. Und ja, das sollte dann eigentlich reichen. Ich habe jetzt auch keine Pie-Skills und nichts, wie ihr seht. Also es ist jetzt wirklich rein für das Video, einfach nur zum Abchecken. Gibt hier ein paar Dinge noch zu beachten im Dungeon-Raum selber. Also was ich hier sehr geil finde im Vergleich zum normalen Meteornica, weil der normale Meteornica ist wirklich ein Kreuz. Auch Clockbox ist so viel besser. Der Raum ist riesig. Also das ist ungefähr 3-mal die maximale Sichtweite, würde ich behaupten. Also wenn man von ganz da hinten anfängt, dann ist der Raum ungefähr so groß wie 3-mal die maximale Sichtweite oder 2,5-mal vielleicht. Also wirklich sehr groß. Er ist natürlich auch sehr leer, deswegen sieht es nicht allzu viel aus, aber man sieht, wie klein der Red Meteor hier ist. Also der Raum ist wirklich gigantisch und das ist auch gut so, weil das heißt, man kann easy ausweichen, es gibt keine Hindernisse, leider ein paar schlecht gesetzte, unsichtbare Wände, wie immer in Flyve, und der Boden ist teilweise so uneben, dass er teilweise immer noch als Hindernis gilt, obwohl das schon mal gefixt wurde, aber es kann trotzdem noch passieren, wenn ihr richtig unlucky seid. An ein paar Stellen ist es immer noch so, dass das nicht so gut funktioniert. Dann jetzt aufpassen, jetzt kommt gleich der erste Text und das ist eigentlich das Wichtigste. 40. Es war jetzt 20:08:40. Ich gucke immer auf die Zeit. Oh, hoppla. Ich gucke immer auf die Zeit von der Minimap. Auf welche Zeit ihr achtet, ist mir vollkommen egal, aber ihr müsst euch irgendeine Zeit aussuchen, auf die ihr achtet. Wir hatten jetzt 20:08:40. Der Sekundenzeiger ist euer bester Freund. Es war 40. Das heißt, ich weiß jetzt, ich muss um 06 dodgen. Gott, ich habe hier automatisch angreifen aus Versehen aktiv. Es ist 06, habt ihr es gesehen und es kommt, ihr werdet brennen. Wenn hier jetzt gestanden hätte, Blade 444444, ich werde euch alle schmelzen, whatever, dann hätte ich weglaufen müssen. Also für dieses Tutorial jetzt. Man kann, wie gesagt, auch tanken mit Barrier, was auch immer, aber darauf wollen wir jetzt ja nicht eingehen. Wir gehen auf den Noob-Modus ein oder wie man es halt als Anfänger macht am ehesten. Wenn man keine 200 Cast hat, wenn man keine Tank, also wenn die Characters einfach nicht tanken können und so weiter. Also die Standardmethode, sage ich mal, die Anfängermethode, mit der jeder anfängt, Red Meteor zu farmen, bis man dann eben eventuell auf andere Methoden umsteigen kann. Und das ist wichtig. Jetzt habt ihr schon gesehen, ich habe mir in den Chat geschrieben, 06. Warum habe ich mir das jetzt in den Chat geschrieben? Oh, hoppla, ich wechsle die ganze Zeit auf den falschen Browser, sorry. Weil ich weiß, um 06 kommt der nächste Skill. Das verschiebt sich minimal, ungefähr um 1 bis 2 Sekunden. Auf dem FEC sind es so 2 bis 3 Sekunden, auf Bodeng 1 bis 2 Sekunden. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Wahrscheinlich irgendwie an dem Hyping, Input-Lag, keine Ahnung, ehrlich gesagt, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber habt ihr es jetzt gesehen? Jetzt war es eher so 07, also gut eine Sekunde später. Und so verschiebt sich das immer und da müsst ihr natürlich immer mitdenken, okay, jetzt ist es nicht mehr 06, jetzt ist es 07. Heißt halt, euer M kann eine Sekunde oder ich habe schon wieder auf den falschen Browser gewechselt. Euer M kann immer ein kleines bisschen länger stehen bleiben, 1, 2 HCs mehr machen, bevor er wegläuft und so weiter. Und wenn ihr einmal in diesem Rhythmus drin seid, seht ihr, dann habt ihr es. Dann werdet ihr nicht mehr sterben in der Regel, weil ihr genau wisst, wann der vernichtende Skill kommt und die beiden Stunts, die zwischendurch immer kommen, also das ist quasi eine 50, also ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man gestunt wird, aber im Endeffekt ist es immer eine 50-50, also der hier, komm näher, tritt mir entgegen, brenne. Das ist der Skill, der leider sehr viel Schaden machen kann. Also wirklich sehr viel Schaden, den ihr einfach so nicht tanken könnt mit einem Damage-Dealer, wenn ihr nicht entsprechend euch darauf vorbereitet, ihn zu tanken.
oder Barrier oder wie auch immer, wie gesagt. Dagegen könnt ihr nicht viel machen, beziehungsweise ist einfach die Faustregel, den akzeptiert man einfach. Ja? Den muss man einfach schlucken. Wenn man sich da zu viel Gedanken macht darum, vor allem als Anfänger, wenn man einfach die nötigen Ressourcen nicht hat, um dagegen wirklich was zu machen, dann wird man auf Dauer wahrscheinlich gefühlt noch unglücklicher werden, als wenn man einfach die 1, 2 Tode in Kauf nimmt. Also ihr seht es gerade, mein Blade hat einen Form plus 10, ohne Wasser auf der Suit, ja, wirklich ganz wichtig, 13.000 HP und ich bin noch keinmal gestorben. Das heißt, wenn ihr einen Form plus 8 habt mit Wasser plus 7, solltet ihr in der Regel mehr aushalten als mein Blade gerade und ich bin jetzt hier in knapp 4 Minuten noch keinmal gestorben und wenn ich jetzt halt gleich mal sterben sollte, also ihr habt gesehen, mein Blade war schon ein paar Mal bei Half-Life, also es ja, ich meine, gut, Half-Life ist doch nicht wirklich tot, aber es kann jederzeit passieren, dass einer dieser Skills tatsächlich mich aus dem Leben nimmt. Aber dafür extra aufzuhören zu H10, zu predikten, wie auch immer, lohnt sich meiner Meinung nach einfach nicht, weil wenn ihr diese HP-Werte, die ich euch vorher genannt habe, erreicht, dann seid ihr in der Regel so sicher, dass das so gut wie nicht passieren wird. Und wenn es dann halt doch passiert, dann war es halt einfach unlucky und dann nimmt man es halt einfach hin. So, jetzt kam die Schmelze auch bei 8 oder 9, also wieder minimal nach hinten verschoben. Das war so 8,5 Sekunden gefühlt. Und ja, das ist im Endeffekt der Bossfight, das ist die Mechanik. Was ich noch sagen wollte, ganz am Anfang, das ging jetzt tatsächlich ein bisschen zu schnell, fightet immer am Rand, weil wenn ihr in der Mitte fightet und ihr sterbt, vor allem mit beiden Chars oder selbst wenn nur einer stirbt und der andere überlebt und Meteor resettet in die Mitte, also keine Sorge, er resettet nicht seine HP, er resettet nur seine Position, aber wenn er resettet in die Mitte, dann könnt ihr euch nicht resten mit eurem RM, vor allem wenn euer RM sehr wenig HP hat oder sehr schwach ist einfach, weil ihr halt alles in euren Main-Character gesteckt habt, dann könnt ihr nicht in die Mitte gehen, um euren Main-Character zu resten, weil Meteo automatisch Agro zieht, wenn ihr in eine gewisse Reichweite von ihm kommt. Und das heißt, immer am Rand am besten kämpfen. Nicht zu weit am Rand, wie gesagt, wegen den unsichtbaren Wänden. Da muss man auch aufpassen. Wenn ihr zu sehr am Rand seid, dann könnt ihr zum Beispiel mit Blinkpool oder mit Running Entry gegen die unsichtbaren Wände kommen. Das ist auch gefährlich. Also am besten so ein paar Zentimeter von dem Rand entfernt. So, jetzt habe ich ein bisschen geschlafen, aber ich habe es gerade noch geschafft auszuweichen, trotzdem mit beiden. Genau, also so, ja, wie hier halt. So eine gefühlte, keine Ahnung, 5 Mauszeiger Breite noch weg. Nicht, dass ihr, wie gesagt, Probleme mit den unsichtbaren Wänden bekommt. Oh, habt ihr das jetzt gesehen? Jetzt waren es schon 4.300 nur noch. Es ist mir quasi knapp 9.000 gemacht. Also, er kann mich jederzeit one-shotten, theoretisch, aber mit diesem Risiko habe ich gelebt. Mit dem leben viele andere tagtäglich und es gehört auch irgendwie einfach dazu. Als Anfänger, wenn man zum ersten Mal anfängt, ihn zu farmen. Wenn man, wie gesagt, dagegen was tun will, gibt es viele Möglichkeiten, die ich ja am Anfang schon beleuchtet habe. Und ich glaube, das war's dann aber eigentlich auch schon. Also wir haben die Schmelze, wir haben den Stun gecovert. Das Brennen könnt ihr einfach tanken, also Schmelze ausweichen, Brennen tanken. Gucken wir mal, was als nächstes kommt. Was kommt? Es kommt natürlich Schmelzen, also Schmelzen ausweichen. Und wenn da steht Brennen, könnt ihr es in der Regel tanken. Also der Brennen-Skill kann tatsächlich auch relativ viel Schaden machen, vor allem in der Rage-Phase. Und Rage-Phase ist vielleicht das letzte, worüber wir noch reden können. Da sollte man natürlich noch bedenken, alle Bossmonster im Game, auch Giants und so, haben eine sogenannte Rage-Phase oder offiziell heißt es, glaube ich, Berserker oder Berserk oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn sie Lowlife sind, heißt das, die haben mehr Angriff. Das bedeutet, in den letzten 15% sind es, glaube ich, in der Regel, gegebenenfalls Ausnahmen beachten. Einfach auch immer für Wikipedia kann man das immer nachschauen, wenn man sich nicht sicher ist oder wenn man es nochmal sicher wissen will. Muss man sich leider ausrechnen, weil die wurde, glaube ich, nirgendwo jemals ausgerechnet, wie viel das tatsächlich ist. Also jetzt zum Beispiel, wenn es 15% wären, dann wären das 14,4 Millionen und dann nochmal die Hälfte davon, also 7,2, also 21,6 müssten das dann, glaube ich, sein. 21,6 Millionen wären jetzt hier 15%. Das heißt, ab 21,6 Millionen, jetzt kommt Brennen. Das macht in der Regel nicht viel Schaden. Es kann auch relativ viel Schaden machen. Ich habe das jetzt geblockt. Also es kann auch locker so 5, 6, in Rage vielleicht sogar 8.000, 9.000 machen. Aber in der Regel stirbt man dadurch nicht. Also da müsste man schon, glaube ich, sehr unlucky sein. Vielleicht, wenn man gerade nur wenn man eh schon angeschlagen ist, nicht Full Life ist, dann kann man vielleicht auch durch das Brennen sterben. Sollte aber extrem selten bis so gut wie niemals passieren. Genau, und wie gesagt, in der Rage Phase, da muss man natürlich bedenken, da ist man noch verwundbarer, auch durch die Audio-Attacks, deswegen auch diese HP-Werte. Weil selbst wenn wir jetzt sagen, okay, du hast nicht mal Wasser auf der Suit und du bist kein einziges Mal gestorben, beziehungsweise warst kein einziges Mal auch nur extrem Low-Life, wieso brauche ich denn dann 13.000 AP? Das sieht so aus, als könnte ich das auch locker mit 10.000 schaffen.
da kommt halt die Rage Phase ins Spiel. In der Rage Phase kriegen wir deutlich mehr Schaden. Wie gesagt, ab 21,6 Millionen, das ist auch nicht wenig. Es ist schon ein bisschen was, wo man dann tatsächlich damit rechnen muss, dass man ein bisschen mehr Schaden bekommt. Also locker bei meinem DPS gerade, ja, so 2 Minuten auf jeden Fall oder 1 bis 2 Minuten, sowas in dem Dreh. Muss ich damit rechnen, dass ich viel mehr Schaden bekomme. Und auch da macht er erst Skills. Auch da macht er Brennen, auch da macht er seine Stunts, auch da macht er einfach Auto-Attacks, High-Crits und so. Also da hat man schon ein höheres Risiko, dass man stirbt. Und wenn man da jetzt zu wenig HP hat, wird man in der Rage-Phase halt auch einfach mal von einem Auto-Attack, High- oder Max-Crit weggeholt. Und deswegen diese HP-Werte, wie ich es am Anfang gesagt habe, weil damit sollte man in der Regel vor allem sicher sein, außer vor seinem Stun-Skill, wenn er High-Crittet. Schmelze natürlich, Schmelze zu tanken, da braucht man unfassbar viel AP, das würde ich euch grundsätzlich einfach gar nicht empfehlen, weil das schafft in der Regel nur ein Tank oder ein Charakter, der Barrier bekommt. Damage-Dealer Schmelze tanken wird schwierig, ohne irgendwas Grace, Barrier, Tank, also, ja, Tank ist kein Damage-Dealer. Genau, und ja, das hoffe ich war alles, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, und ich hoffe, dass ihr bei euren nächsten Red Meteor Runs dann gewappnet seid. Auf dem nächsten FEC-Server vielleicht. Auch ich bin gerade schon wieder auf den falschen Browser gewechselt. Ich raste gleich aus. Ich bin so gewöhnt, mit meinem Jester gerade 2 Browser zu benutzen. Jetzt benutze ich gerade nur einen Browser. Das ist, yikes. Genau, ich werde den Run natürlich noch zu Ende machen. Aber ich denke, mit dem Erklären sind wir durch. Vielleicht nochmal kurz in der Rage Phase einschalten, um euch den Unterschied zu zeigen. Wir können mal hier kurz drauf achten, wie viel kriege ich denn hier durch Schaden. Was man vielleicht dazu sagen muss, mein Blade 3,5k waren es gerade. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, mein Blade hat tatsächlich maximale Blockrate. Ne? Also mein Blade hier ist extrem auf Utility gepusht. Also viel Dex und ich habe schon wieder auf den falschen Browser gewechselt. Viel Dex, um einfach hoch zu blocken. Ist tatsächlich sehr angenehm. Also kommt noch dazu. Aber wie gesagt, dafür habe ich kein Wasser auf der Suit. Oh, jetzt kommt by the way Stun und Schmelze, wenn ich Pech habe. Stimmt, das habe ich noch vergessen zu sagen. Der 10. Skill, da kann Stun und Schmelze zeitgleich kommen. Also ich wurde jetzt tatsächlich nicht gestunt und es ist keine Schmelze, also ich hatte Glück, beide 50-50s gewonnen. Entweder es kommt Stun, Schmelze, Schmelze kein Stun, Brennen kein Stun oder Brennen Stun. Also es gibt quasi 4 Sachen, die zeitgleich kommen beim 10. Mal. Falls ihr einen Flawless Run hattet, so wie ich jetzt, ihr seid keinmal gestorben, Meteor hat keinmal geresettet, dann ist das ziemlich genau nach 10 Minuten. Beziehungsweise einfach das 10. Mal, wenn er sein Skill macht. Oder ist es dann das 9. Mal? Na egal, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht anfangen, seine Skills zu zählen, sondern eher auf die Zeit zu achten. Und wenn ihr jetzt halt 2-3 Mal sterbt zwischendurch und ihr habt ein paar Resets gehabt, na, dann verschiebt sich das natürlich nach hinten. Also wenn ich jetzt 2 Minuten lang mit Resten und Rebuffen und so beschäftigt gewesen wäre, wo ich nicht gekämpft habe, dann verschiebt sich das natürlich um 2 Minuten nach hinten. Wenn man es wirklich sicher wissen will, wann es kommt, also ich muss persönlich sagen, ich weiß es mittlerweile einfach, weil irgendwann der Stun also der Stun kommt ja immer später quasi, nähert sich immer mehr der Schmelze an und dann weißt du es einfach irgendwann, wenn du es oft genug gemacht hast, tatsächlich, das ist wie so ein Instinkt, sag ich mal, aber ansonsten, wie gesagt, einfach auf die Zeit achten, vom Dungeon in dem Fall tatsächlich. In dem Fall müsst ihr dann tatsächlich schon mal auf die Dungeon-Zeit achten, weil außer ihr habt euch die Uhrzeit gemerkt, wo ihr reingegangen seid, da könnt ihr es natürlich nicht wirklich ablesen. Genau, ich habe jetzt hier tatsächlich auch meine Zeit nicht mehr bearbeitet, weil ich so im Redefluss war. Aber ja, ich würde sagen, wir machen jetzt dort den Run noch fertig. Wie gesagt, ich komme jetzt noch zur Rage Phase. Okay, ich habe jetzt echt mal drauf geachtet zu gucken, wie viel Schaden ich in der Rage Phase bekomme im Vergleich zu vorher. Ich blocke einfach fast jeden Schlag mit dem Blade. Das ist tatsächlich fast ein bisschen nervig. Das ist ätzend, ja. 6400 war es jetzt ohne Crit. Okay. Ja, also Pi mal Daumen. 6100, ja gut, ich meine, das ist schon viel. Muss man bedenken. Also ohne Crits 6000 mit einem Auto-Attack. Und auch da habt ihr es gesehen, das Brennen hat mich locker Half-Life gemacht. Also Rage-Faced kriegt man auf jeden Fall deutlich mehr Schaden. Ich meine, das war jetzt beides noch relativ human. Auch wieder 5000 ohne Crit. Na gut, das habe ich wieder geblockt zum Glück. Das hätte mich jetzt locker killen können. Ja, also natürlich gibt es gewisse Faktoren, die begünstigen das, dass man nicht stirbt, wie zum Beispiel eine hohe Blockrate und so. Aber grundsätzlich, oh, wow. Deswegen macht man Red Meteor nicht ohne Party-Skills, Kinder. Und vielleicht nicht auf Easy ohne Party-Skills, aber gut, ohne Party-Skills sollte man einfach gar nicht machen. Ja, aber jedenfalls, das war's tatsächlich. Flawless Run, keiner gestorben. Entschuldigung, und das mit ohne Wasser auf der Suit. Ohne Wasser auf der Suit. Mit 13.157 AP. Ja, das heißt, wenn man unbedingt will, kann man es auch mit weniger probieren.
Wobei mein Set natürlich plus 10 ist. Ich würde euch persönlich grundsätzlich kein 135er Set plus 10 empfehlen. Das ist eigentlich Geldverschwendung. Und Wasser plus 7 ist jetzt auch nicht so heftig. Mein Wasser plus 10 gibt es natürlich auch noch. Also in der Regel wird es bei euch wahrscheinlich ungefähr ähnlich aussehen mit den Verteidigungs-Death-Werten, wie auch immer. Und ihr werdet wahrscheinlich auch weniger Blockrate haben. Ich denke, meine Blockrate rettet mein Blaze schon oft den Popo. Definitiv. Aber man weiß nicht, wie viele von den geblockten Hits hätten mich fast gekillt oder gekillt. Also hätte vielleicht nochmal ein bisschen anders ausgesehen. Aber vom Grundprinzip hier versteht ihr einfach, denke ich, wie es funktioniert. Und ja, wie immer würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Für weitere Guides, ich habe eine Flyf Guide Playlist auf meinem Kanal, da gerne mal reingucken. Clockworks Guide, Meteor Guide, ist alles drin. Kriton kommt natürlich auch noch. Und ansonsten bin ich jeden Tag live mit Flyf auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Und dann hoffe ich, sehen wir uns einfach im nächsten Flyf Universe Video oder Stream wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.